Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute wollen wir uns endlich mal mit Requirements bzw. vor allem mit der Planungsphase beschäftigen und da gehört natürlich Folgendes erstmal rein. Erstmal muss man natürlich Requirements am Ende rausbekommen. Die kommen ja dann auch in das sogenannte Lastenheft rein, wobei das natürlich nicht in jedem Fall da ist. Also zum Beispiel, wenn man agil programmiert oder arbeitet, dann hat man da meistens diesen Backlog zum Beispiel, den man pflegen muss. Habe ich euch ja alles schon erzählt. So. Das heißt, Requirements irgendwie festhalten. Dann hat man allerdings tatsächlich auch noch mehr, und zwar eine Kostenrechnung und einen Projektplan. Und zu denen werde ich dann vielleicht in der nächsten Zeit mal ein bisschen was machen. Die sind allerdings nicht ganz so kritisch jetzt, sage ich mal. Zunächst einmal muss man natürlich erstmal rausfinden, was man alles machen möchte und machen muss auch. So. Und als Beispiel habe ich euch erstmal hier so ein paar Requirements mitgebracht, 3 Stück, um genau zu sein. Die werden euch nächstes Video nochmal begegnen, und zwar sind das jetzt hier einfach nur 3 Beispiele und die kann man aber auch einsortieren. Das machen wir dann nächstes Video. Zum Beispiel das System soll auf einem Computer mit mindestens 1 GB RAM und einer CPU mit einem Kern und einem Gigahertz laufen. Genau, das wäre ein Requirement. Das zweite wäre, die durchschnittliche Antwortzeit soll höchstens 10 Millisekunden betragen und das System berechnet aus den Eingabedaten die Summe. Also sehr, sehr einfache Sätze tatsächlich. Man soll sie auch wirklich sehr einfach formulieren. Das ist so gewollt tatsächlich auch, und es gibt auch tatsächlich Leute, die da wirklich drauf bestehen. Einfach nur komplett langweilig. Subjekt, Prädikat, Objekt, fertig. Also relativ simple Beispiele eigentlich, aber man muss natürlich vor allem schauen, dass die Dinger gewisse Eigenschaften erfüllen. Und da gehe ich jetzt tatsächlich einfach erstmal vorher hierher. Und zwar, man muss schauen, dass diese Requirements erstmal korrekt sind. Man muss schauen, dass sie vollständig sind, und man muss schauen, dass es keine Widersprüche in den Requirements gibt. Also wenn es zum Beispiel was gibt, was sagt, das System soll aus den Eingabedaten die Summe berechnen und es gibt was die Differenz berechnen möchte. Oder es gibt ein Requirement, das sagt, es dürfen auch Felder leer sein oder sowas und schreibt aber nicht vor, was Standardwerte oder sowas sind. Dann hat man hier Widersprüche, die sind sehr gefährlich, vor allem bei Requirements. Dann logischerweise müssen sie auch korrekt und vollständig sein. Vollständig bedeutet in dem Fall wirklich, ich habe alles abgedeckt. Das heißt, ich habe nicht am Ende noch irgendwelche Unklarheiten offen. Das ist vor allem wichtig, wenn man natürlich mit dem Kunden oder mit dem Auftraggeber zusammenarbeitet und der sagt, ja, Moment mal, also wenn das Produkt quasi fertig ist, sagt er dann, ja, Moment mal, aber was ist denn damit? Das habe ich Ihnen doch gesagt, das will ich da unbedingt drin haben, und dann steht man da, okay, und jetzt muss ich alles nochmal von vorne machen. Deswegen sind Fehler in Requirements man sagt die teuersten Fehler, weil es natürlich extrem aufwendig ist, was komplett zu ändern, wenn man eigentlich schon was komplett anderes geplant hat. Das heißt, sagen wir mal, wenn ihr was falsch verstanden habt, was die Software machen soll, dann ist eher ungünstig. Und ja, das ist sozusagen die Kernaussage. Also Requirements sind zwar nicht schwer und auch nicht schwer zu formulieren und alles, aber sie sind sehr wichtig und man muss sehr, sehr viel Mühe reinstecken, damit quasi alles da ist. Genau. Und ja, sie sollten natürlich auch eindeutig sein, denn wenn ich jetzt zum Beispiel soll etwas aus den Eingabedaten berechnen habe, dann ist es eher unschön, weil ja, dann weiß ich nicht, was dieses etwas ist. Es gibt auch solche Weak Words, die eigentlich ganz gerne verwendet werden in Requirements, die man aber eigentlich nicht haben sollte. Zum Beispiel easy to use oder einfach zu benutzen oder auch für den durchschnittlichen Benutzer geeignet oder sowas. Oder soll schnell sein. Das sind alles so weiche Wörter, die eigentlich nicht wirklich was aussagen. Da sollte man dann lieber sagen, ein Klick auf irgendwas dauert maximal 10 Millisekunden, so wie wir es gemacht haben. Oder das Interface ist, keine Ahnung. Und da sieht man es eigentlich auch schon wieder. Es ist nicht ganz so einfach, diese Weak Words auch wirklich immer loszuwerden. Ich wollte jetzt nämlich gerade sagen, klar strukturiert, aber klar strukturiert ist auch absolut weak. Also man sollte da auf jeden Fall ein bisschen Gehirnschmackes reinstecken. Und vor allem am Ende, man muss diese Requirements validieren. Das bedeutet, man sollte sich, wenn man die Requirements alle fertig hat, nochmal mit seinem Auftraggeber oder mit der Zielgruppe oder wie auch immer, man sollte sich die Requirements nochmal komplett durchlesen und auch wirklich nachprüfen, ob auch alles drin steht, was man eben so haben möchte und ob auch alles wirklich richtig ist. Und nicht sagen, das wird schon passen, sondern man sollte sich 5-mal lieber die Sachen angucken und dann noch wirklich so formulieren, dass es klar ist. Gut, jetzt, wie bekomme ich Requirements? Das war das, was ich übersprungen habe. Und zwar also rechts stehen die Gruppen oder die Informationsquellen, die ich habe, und links stehen die Möglichkeiten, die ich habe, um die Informationen auch wirklich zu bekommen.
Ich kann Leute befragen, einfach auf die Straße gehen und sagen, hey, würden Sie ein System nutzen, oder würden Sie ein Browser-Game spielen, das im Hacking-Szenario spielt, zum Beispiel. Problem in dem Fall sehe ich eher da drin, dass die Leute, die solche Browser-Games spielen und dann auch noch im Hacking-Szenario, vielleicht nicht unbedingt so viel auf die Straße gehen. Da findet man dann eher ältere Leute, die vielleicht irgendwas einkaufen oder sowas. Und die sind vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe. Und dann kann man natürlich auch noch Interviews machen oder man kann selber mal brainstormen, denn ich werde das Ding auf jeden Fall spielen und ich habe da vielleicht auch Interesse daran oder Ideen für dieses Spiel tatsächlich. Das heißt, Brainstorming wäre in dem Fall jetzt ein bisschen sinnvoller. Also ich rede gerade vom Community-Projekt für die Leute, die jetzt das Video nicht aktuell gerade angucken, aber das ist natürlich trotzdem noch relevant. Keine Sorge. So, dann Aufgabenanalyse, also was genau soll das System denn machen? Also was muss es alles können und was bräuchte man tatsächlich für dieses System? Und dann gibt es noch sogenannte Szenarios und Use Cases. Use Cases haben tatsächlich eine eigene Notation und sind vor allem in der agilen Welt sehr, sehr beliebt. Das heißt, bei Scrum macht man ganz gerne solche Use Cases und mit denen werden wir uns auch noch auseinandersetzen, weil die Use Cases das Ganze schön grafisch darstellen und man kann sie recht gut lesen, aber es ist natürlich auch ein bisschen aufwendiger, sie zu machen. So, und von wem bekomme ich meine Requirements? Naja, erstmal natürlich von den Leuten, die das System dann benutzen oder beziehungsweise eben kaufen, beziehungsweise auch die Auftraggeber, also die es am Ende dann wirklich in der Hand haben und was damit machen wollen. Also je nachdem, für wen man entwickelt, wenn man jetzt für eine andere Firma was entwickelt, dann sind es natürlich Auftraggeber oder Sponsoren, die da Interesse dran haben. Aber wenn man es verkaufen möchte, beziehungsweise wenn man es zum Beispiel Free-to-Play machen möchte, dann sind es natürlich Käufer oder Benutzer. Und dann kann man sich natürlich auch noch immer an Politik oder sozialen Themen und so weiter orientieren, was da gerade eigentlich ein No-Go ist, was aber vielleicht jetzt aktuell gerade wieder sehr, sehr gerne gesehen wird. Zum Beispiel ist bei uns momentan, könnt ihr gerne mal drüber nachdenken, werden sehr, sehr gerne Frauen in die Hauptrolle gesteckt, weil eben Frauen recht lange unterdrückt wurden und ja, jetzt aktuell steckt man halt gerne Frauen in die Hauptrolle. Das wäre so ein soziales Thema, was man natürlich dann auch wieder aufgreifen kann, sprich man macht auch eben wieder eine Frau in die Hauptrolle von irgendeinem Computerspiel zum Beispiel oder sowas. Also nur als Beispiele, damit ihr so quasi ansehnliche Beispiele habt für Themen, die eigentlich echt trocken sind. Ich meine, ich habe hier wirklich keine Bilder drauf, aber Use Cases gibt es wieder Bilder, keine Sorge, aber jetzt aktuell leider noch nicht. Ja, und das ist es auch tatsächlich schon mal erstmal. Wir werden uns allerdings nächstes Mal noch mit ein bisschen mehr Requirements auseinandersetzen, denn die Dinger kann man auch kategorisieren und das zeige ich euch dann. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.